Ich habe mal wieder eine Lokomotive gefunden, die meine Aufmerksamkeit hier erregt hat. Und zwar theoretisch eine Märklin 3045, also die Güterzugdampflokomotive aus den 60er, 70er Jahren, die von Märklin in der dänischen Variante angeboten wurde. Und da mich solche Lokomotiven ja immer irgendwie neugierig machen und ich versuche herauszubekommen, um was es sich da genau handelt. Und dafür werde ich jetzt mal wieder YouTube bemühen, beziehungsweise bei euch hier nachfragen, um was es hier genau geht. Ob es hier wirklich ein 3045 ist oder, wie mir mal jemand auf ein anderes Video geschrieben hat, eine echte Frankenstein-Lokomotive, beziehungsweise eine Lokomotive, die einfach aus mehreren anderen Lokomotiven zusammengebaut wurde. Das hier war die Abbildung und der Text war dann hauptsächlich in der Überschrift darauf bezogen: Märklin Hamo, Baureihe 44, Umbau auf dänische Ausführung Nummer 201. Also erstmal eine Hamo-Lokomotive, davon habe ich ehrlich gesagt noch keine, aber ich habe gehört, dass man die Hamo-Lokomotiven ja theoretisch relativ einfach wieder auf die Dreileiter-Märklin-Wechselstrom-Variante zurückbauen kann. Das ist dann der nächste Schritt. Jetzt ging es mir erstmal um die dänische Ausführung Nummer 201, denn wenn wir uns die 3045 von damals anschauen, dann haben wir hier eine 205 als Baureihenbezeichnung auf der Lokomotive. Die Original 3045 wurde damals von 1967 und 1968 gebaut, gab wohl danach wieder einen Teilesatz von 1974 bis 1976 und im Endeffekt handelt es sich dann mehr oder weniger um ein Schwestermodell der 3046 der SNCF bzw. der 3047 der Baureihe 44, die in diesem Zeitraum auch von Märklin gebaut wurde und die hatte ich in einem der letzten Videos euch ja schon vorgestellt. Es gab dann von Märklin eine 30470, das müsste in 2018 gewesen sein, so eine Baureihe 44 Doppelpackung Final Edition. Da wurde auch nochmal eine dänische Variante aufgelegt, allerdings damals schon mit dem Original-Gehäuseform der Baureihe 44, was, wie ich jetzt gehört habe, daran gelegen haben soll, dass die Originalform der 3045 aus den 60er Jahren beim Märklin nicht mehr verfügbar war. Deswegen hat Märklin auf die 3044 zurückgegriffen und die Lokomotive sozusagen dann einfach anders eingefärbt und beschriftet. Hier ist nochmal die Packung der dänischen Variante und das ist dann die 30470-02. Es soll dann auch im Original noch eine Hamo-Variante gegeben haben von der 3045, das wäre theoretisch die 8345 gewesen. Aber in den Katalogen von 67 und 68 habe ich dann nur hier auf der linken Seite die 8347, die Baureihe 44 gefunden, in der Hamo-Variante und hier rechts die 8346, die SNCF-Variante dieser Lokomotive. Und leider die 3045 bzw. die Hamo-Variante davon ist hier nicht aufgetaucht. Und hier nochmal ein Bild aus dem 1968er Katalog. Und dann seht ihr hier oben links die 3045 und die 3046, damals für jeweils 66 D-Mark zu haben. Leider haben sich die Preise da ganz anders entwickelt. Die 3045, nur 2 Jahre produziert, ist heute, ich sag mal grob, ab 500 € aufwärts zu bekommen. Die 3046 habe ich vor ein paar Wochen oder im Sommer für ungefähr 70 € gekauft. Und aus dem Grund ist die Original 3045 für mich hier erstmal aus finanziellen Gründen völlig uninteressant. Die Lokomotive kam dann hier an und erstmal aufs Gleis gestellt, macht sie eigentlich einen relativ guten Eindruck. Man kann erkennen, die Lokomotive ist gelaufen, hat auch einige Lackabplatzer und wurde hier wahrscheinlich ordentlich bespielt. Aber das ist für mich nicht ganz so relevant. Das sind ja Dinge, die ich durchaus mit Farbe wieder korrigieren kann. Bin jetzt aber auf die Suche gegangen, um herauszufinden, um was es sich bei diesem Modell hier wirklich handelt, beziehungsweise was hier vom Vorbesitzer umgebaut oder angebastelt wurde. Und da fange ich diesmal hier von hinten an. Das heißt, hier haben wir also eine Kupplung angebaut, die vom Vorbesitzer wahrscheinlich auch nachträglich angebastelt wurde. Gehe mal davon aus, dass sie durch die Hamo-Variante hier für das Fleischmann-System passen könnte mit diesem einfachen Kupplungshaken, der allerdings kurioserweise mit dem Hebel bei mir auf der rechten Seite, könnt ihr hier sehen, direkt auf der Schiene schleift. Ich weiß nicht, ob das im Betrieb was ausgemacht hat, aber das sieht mir aus, als ob das keine Originalkupplung ist, sondern ob man sich das mehr oder weniger selbst zusammengebogen hat. Dann haben wir hinten die beiden Rücklichter und
Die sind hier in dem Sinn beide einfach gleich geblieben, wahrscheinlich dem Original entsprechend. Und auf der rechten Seite seht ihr im Bild, dass bei der Original 3045 immer nur ein Rücklicht in Silber gehalten ist. Das andere ist einfach sozusagen ohne Farbe geblieben. Das muss dann aber auch je nach Modellversion beziehungsweise in den 2 Jahren Produktionszeitraum auch gewechselt haben. Denn das ist einmal das linke und einmal ist es das rechte Rücklicht, da wohl beim Original gewesen, das hier in Silber gehalten ist. Dann kann man sie relativ schlecht auf der rechten Seite sehen. Die Betriebsnummer der dänischen Variante im Original ist die 205 und bei meiner Version ist hier eine 201 draus gemacht worden, sodass man hier gar nicht versucht hat, die 205 im Original zu kopieren, sondern mehr oder weniger den Anspruch hatte, hier eine komplett eigene Lokomotive zu kreieren. Von der Seitenansicht des Tenders könnt ihr sehen, dass hier komplett die Beschriftung weggelassen wurde bzw. überlackiert wurde. Im unteren Bereich sind die Drehgestellblenden außen auch komplett in schwarz gehalten. Und im oberen Bereich des Tenders wurde hier in matt wahrscheinlich auch nochmal nachlackiert. Und die Treppenstufen sind hier auch erneuert. Hier hat man entweder versucht, einfach durchbrochene Aufstiegsleitern darzustellen oder die alten waren abgebrochen und man hat versucht, diese zu ersetzen. Das kann ich natürlich aus heutiger Sicht leider nicht mehr nachvollziehen. Dann haben wir die Lokomotive jetzt hier von unten, beziehungsweise den Tender von unten und dann könnt ihr sehen, dass hinten die Stromabnahme über den Tender in diesem Zweileiter-Gleichstromsystem dann erfolgt. Dadurch ist dann auch der Tender fest verbunden und man kann hier erkennen, dass 2 Kabel dann vorne zur Lokomotive führen, was für die Stromversorgung des Motors natürlich dann nötig war. Wobei ich hier nicht weiß, ob das jetzt bei der Original-Hamo-Lokomotive schon so der Fall war und die Lokomotiven von Märklin direkt so ausgeliefert wurden oder ob das hier vom Vorbesitzer dann so umgebaut wurde. Und hier haben wir dann die Unterseite der Lokomotive und dann könnt ihr auf der linken Seite sehen, hier ist ein Stempel oder eventuell mit Farbe, mit Pinsel aufgebracht, die Markierung fürs Hamo-Modell. Da weiß ich allerdings auch nicht, ob das bei allen Hamo-Modellen so der Fall ist oder ob das hier speziell nachträglich aufgetragen wurde. Dann seht ihr, auf der hinteren Treibachse sind diese ganz alten Haftreifen aufgebracht, beziehungsweise sind dann noch nicht diese richtigen Haftreifen, sondern diese Traktionshilfen, sag ich mal, die aus diesem hellen, mittlerweile komplett durchgehärteten Kunststoff sind. Und auf der mittleren Antriebsachse könnt ihr sehen, dass hier in dem Bereich dann schon die normalen aktuellen Haftreifen aufgebracht sind. Im vorderen Bereich auf dem Vorläufer habe ich eine 32 da drauf. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht zuordnen. Keine Ahnung, ob das eine Ersatzteilnummer ist. Auf jeden Fall habe ich hier vorne schon einen Vorläufer mit 9 Speichen, was dann der neueren Variante entsprechen sollte. Und zum Vergleich meiner 3047, die ich jetzt hier auch mal umgelegt habe, um sie zu zeigen, oben die Hamo-Lokomotive, könnt ihr hier sehen, dass die Zwischenzahnräder bei der Hamo-Lokomotive beide die kleinen hier aus Kunststoff sind. Und bei meinen beiden anderen Lokomotiven sind diese dann jeweils aus Metall. Ich weiß nicht, ob man da eventuell Rückschlüsse auf das Baujahr oder das Modell meiner Hamo-Variante hier ziehen kann oder ob das komplett ohne Bedeutung ist. Und hier habe ich die Lokomotive dann mal von der Seite und je länger man sich die Lokomotive betrachtet und genauer hinschaut, umso mehr Abweichungen findet man dann vom Original. Ich habe jetzt hier unten mal eine Abbildung der Original 3045 und dann können wir hinten sehen im Bereich des Führerstandes, dass bei meiner Lokomotive hier die Griffstangen in Silber geblieben sind. Beim Original sind diese wohl komplett mit eingefärbt. Dann die abweichende Beschriftung wieder. Oben die 201, im Original die 205. Dann sind die Laufräder meiner Lokomotive hier wohl nachträglich in schwarz eingefärbt worden, denn im Original waren diese wohl rot. Das hintere Teil des Gestänges, was die letzten 3 Laufachsen verbindet, ist wohl im Original schwarz gewesen und der vordere Teil ist rot gehalten. Das müssten dann auch schon von 2 verschiedenen Modellen stammen. Ist auf der anderen Seite dann übrigens genauso. Die Original 3045 natürlich hier komplett in schwarz durchgefärbt. Dann bei meiner Lokomotive oben im Bild ist das Gestänge mit Sprengringen gehalten, im unteren Bild dann mit Muttern und das ist dann auch auf sämtlichen Abbildungen, die ich gefunden habe,
In den Originalkatalogen beziehungsweise auch bei meinen Lokomotiven ist das Gestänge immer mit Muttern gehalten. Und da meins oben mit Sprengringen gehalten ist, müsste ja auch diese Aufnahme für die Sprengringe bzw. die Muttern hier getauscht sein. Ich weiß nicht, ob man hier vielleicht dann auch wieder auf ein Modell rückschließen kann oder ob das irgendwas anderes zu bedeuten hat. Denn wenn ich die Gestänge mit den Muttern halte, muss ja ein Gewinde da sein und das ist bei meinen Gestängehalterungen praktisch nicht der Fall. Und im oberen Bereich haben wir dann aber bei meiner Lokomotive zumindest wieder die Banderole vorne um den Schornstein. So, und dann haben wir hier meine Lokomotive von vorne. Das heißt, wir haben also auch hier wieder die Beschriftung mit der 201. Dann wurde das linke Spitzenlicht vorne hier weggenommen und diese kleine Leiter da aufgesetzt. Und es sind nur 2 Lichter oben und auf der rechten Seite übrig geblieben. Dafür wurden dann unten aber die original dänischen Schienenräume angebaut. Was fehlt, ist vorne der Kupplungshaken und dieses Umlaufblech bzw. ehemalige Rahmenblech wurde hier nachträglich nochmal angesetzt. Und das könnt ihr hier nochmal sehen, das heißt bei meiner Lokomotive der Originalrahmen außen runterlaufend von der 3044er Version und zusätzlich dieses nachträglich angebrachte Querblech hier vorne und auf der rechten Seite die Original 3045, wo der Rahmen nicht nach unten gezogen ist, sondern dann auf Höhe dieses Querblechs dann endet. Und ihr könnt auch den Unterschied hier von der Leiter sehen. Bei der Original sind das sozusagen nur so eine Drittstufe und hier wurde bei meiner Lokomotive dann wohl eine andere Leiter verwendet, um den Aufstieg hier darzustellen. Und auf meinen M-Gleisen konnte ich die Lokomotive natürlich nicht fahren lassen, aber ich habe noch ein paar alte K-Gleise hier rumliegen, habe einen alten Lehmann-Travo hier rausgekramt und die Lokomotive hier sozusagen auf den Basteltisch gepackt, um einfach zu gucken, ob sie denn wenigstens sich ganz normal in Bewegung setzt. Und das war dann auch überhaupt kein Thema. Die Lokomotive fährt hier anstandslos vorwärts und rückwärts. Macht für mich ein ganz komisches Geräusch, weil ich ja die alten Märklin-Gleise, die alten Märklin-M-Gleise ja gewohnt bin. Und hier hört sich das dann gar nicht mehr nach Märklin-Lok an, sondern es hört sich an wie Fleischmann oder Rocco durch diese Kunststoffschwellen, die dann hier auf der Holzplatte aufliegen. Aber die Lokomotive fährt. Und ich hatte dann noch die Idee, noch so einen K-Gleiskreis auf dem Wohnzimmertisch aufzubauen, aber das sind jetzt wirklich die ersten Sachen, die jetzt bei unserem sich dauernd noch hinziehenden Umzug schon passiert sind. Das heißt, diese K-Gleise mit dem kleineren Radius sind tatsächlich schon hier in Kisten verpackt und sind schon in die neue Wohnung sozusagen gewandert, sodass ich das nicht mehr machen konnte. Aber ich habe ja noch den alten Rollenprüfstand, den ich damals mit der anderen gebrauchten Anlage gekauft hatte, der bei mir eigentlich nicht groß zum Einsatz kommt. Und auf diesen Rollenprüfstand habe ich die Lokomotive dann mal aufgesetzt. Das war zwar nicht ganz so einfach, weil diese Rollböcke vom Vorbesitzer hier im Original wohl nur aus 2 Rollböcken bestehen und die anderen Rollböcke hier nachgebastelt wurden, um wahrscheinlich hier Geld zu sparen. Und das Interessante an diesem Rollenprüfstand ist, dass man hier an der Stirnseite, könnt ihr das sehen, tatsächlich mit einem Schalter einfach von 3 Leiter auf 2 Leiter das System umstellen kann, sodass wir entweder unsere 3 Leiter Märklin mit Mittelschleifer hier aufsetzen können oder einfach ein 2-Leiter-Modell draufsetzen können. Und das ist eine Funktion, die hätte ich gedacht, würde ich niemals in meinem Leben brauchen. Und jetzt kam das hier zum Einsatz. Und die Lokomotive dreht dann hier ganz normal ihre Runden, kann man ja nicht sagen, aber sie spult zumindest dann hier ihre Meter ab. Völlig problemlos im Vorwärts- und Rückwärtsgang. Der Rollenprüfstand ist zumindest so einsatzfähig, dass die Lokomotive hier nicht runterspringt und wir sehen können, dass die Lokomotive wirklich ein ganz normales Fahrverhalten an den Tag legt. Ja, und damit die Frage an euch, das waren jetzt die Sachen, die ich hier alle gefunden habe. Bin gespannt, was ihr noch alles gefunden habt, was ich jetzt hier übersehen habe, beziehungsweise was es mit den Sprengringen auf sich hat oder warum die anderen Modelle Muttern hier zur Sicherung vom Gestänge haben. Ob man hier irgendwas als Rückschluss ziehen kann, ob der Tender wirklich auch zur Lokomotive gehört hat. Das Gestänge, wie gesagt, aus mehreren Teilen besteht. Ob man hier irgendwas feststellen kann, von wann meine Originallokomotive stammt. Ansonsten macht sie eigentlich für mich, wenn man sie jetzt nicht so extrem hell aufnimmt, damit ihr alles sehen könnt, auf der Anlage einen relativ guten Eindruck. Diese ganzen Kratzer und so weiter, das kann man natürlich alles mit Farbe behandeln. Das werde ich dann nach und nach mal nacharbeiten.
werde mir das vornehmen, die Lokomotive jetzt hier von der Hamo-Variante wieder zurückzubauen auf die Märklin-Variante mit Mittelschleifer. Das kann allerdings jetzt bis zwischen den Jahren eventuell dauern, weil ich die nächsten Wochen jetzt da keine Zeit dafür habe. Aber für mich ist die Lokomotive hier eine sehr interessante Variante, zumal die Original 3045 für mich so teuer ist, dass ich sage, das lohnt sich nicht, dafür so viel Geld auszugeben. Deswegen werde ich versuchen, das hier zurückzubauen. Wenn ihr mehr wisst, Informationen habt, dann schreibt es mir bitte gerne wieder in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, ob wir hier noch was rausfinden. Ich danke euch ansonsten wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.